Seit 2008 findet die PDC Darts World Championship jährlich im Alexandra Palace in London statt. Der Ally Pally ist bekannt für seine tolle Atmosphäre und seine partyfreudigen Fans. In Zukunft könnte das jedoch ganz anders werden, denn die PDC überlegt, die Darts-WM in einem anderen Land auszutragen. Ein Land, in dem es Frauen nicht einmal erlaubt ist, Autos zu fahren. Dies ist die Geschichte über die womögliche Verlegung der Darts-WM nach Saudi-Arabien. Im Fußball findet die Weltmeisterschaft alle 4 Jahre an einem anderen Ort statt. Mal Deutschland, mal Südafrika und mal Brasilien. Die Darts-WM findet seit jeher in London statt. Erst wurde in der kleinen Circus Tavern gespielt, anschließend wurden im Ally Pally die Pfeile geworfen. Laut Gervin Price wäre es die einzig richtige Entscheidung, die WM auch in anderen Teilen der Welt auszutragen. Im Dezember 2019 meinte der Waliser in einem Interview: Es könnte eine Idee sein, die Darts-WM nach Deutschland, in die Niederlande, nach Irland, Schottland, Wales oder Belgien zu verlegen. Die Zeit bleibt nicht stehen und die Dinge ändern sich. So wie sich der Sport weiterentwickelt, braucht das Turnier von Zeit zu Zeit eine neue Heimat. Doch statt Europa soll es vielleicht nach Saudi-Arabien gehen. Ich habe mit den Saudis gesprochen. Sie waren sehr enthusiastisch, sagte PDC-Präsident Barry Hearn in einem Gespräch mit The Mirror. Die PDC ist bekannt dafür, Turniere zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil auszurichten. So findet beispielsweise seit 2023 das Bahrain Darts Masters statt. Bahrain ist der kleinste aller Wüstenstaaten und richtet neben dem Darts-Event auch jährlich ein Formel-1-Rennen aus. Der Grund für die Auswahl dieses Landes für die PDC ist logisch: Geld. Viele Fans sehen dieses Turnier in Bahrain kritisch. Der Staat hat eine autokratische Regierung, die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt und auch Homosexualität wird ungern gesehen. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien ist es in Bahrain jedoch erlaubt, Alkohol in lizenzierten Lokalen zu trinken. Das war ein weiterer positiver Aspekt, der in die Planungen der PDC mit reingespielt hat. In den bisher 2 Ausgaben des Bahrain Darts Masters musste man allerdings konstatieren, dass die Stimmung nicht einmal ansatzweise so intensiv war wie in anderen europäischen Ländern. In einigen Sessions war sogar deutlich sichtbar, dass die Halle nicht ansatzweise gefüllt werden konnte. Die Spieler wurden verwöhnt, durften das feine Essen verspeisen, in der ersten Klasse fliegen und in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Das hatte natürlich zur Folge, dass sie ausschließlich positiv über das Turnier gesprochen hatten und die dunklen Schattenseiten des Turniers nicht überdachten. Das Beispiel Bahrain zeigt, dass die PDC sich nicht scheut, neue Wege zu gehen. Die Ursache in der Überlegung, die WM woanders auszutragen, liegt laut Barry Hearn an der Kapazität im Ally Pally. Die Stimmung im Ally Pally ist hingegen nicht sein Problem. Es ist eine großartige Atmosphäre im Ally Pally, aber wir schauen, ob es nicht auch anderswo organisiert werden kann. Und wir werden sehr experimentierfreudig sein, denn wir haben eine riesige Nachfrage aus der ganzen Welt nach Leuten aus verschiedenen Ländern, die an der World Darts Championship teilhaben wollen. Neben der Umverlegung der WM überlegt Hearn auch das Turnier von 96 auf 128 Teilnehmer zu erhöhen. Laut ihm könne er das unproblematisch tun und so wesentlich mehr Preisgeld eintreiben. Wenn die PDC die Entscheidung treffen würde, die WM nach Saudi-Arabien zu verlegen, hätten sie auf jeden Fall einen Topspieler hinter sich. Gervin Price äußerte sich in den sozialen Netzwerken zu dem Thema. Vielleicht ist das der richtige Weg. Das würde dazu führen, dass es weniger betrunkene Leute gibt, die keine echten Darts-Fans sind, sondern für Schlägereien verantwortlich sind und gelegentlich auftauchen, um den Ausgang von Spielen zu ruinieren oder sie bei dem für die Spieler wichtigsten Ereignis des Jahres zu bestimmen. In Saudi-Arabien ist das Konsumieren von Alkohol streng verboten. Wer Alkohol trinkt oder besitzt, kann entweder mit einer Geld- oder einer Gefängnisstrafe bestraft werden. Früher waren sogar Peitschenhiebe auf offener Straße möglich. Es ist bekannt, dass Gervin Price und der Ally Pally keine Freunde mehr werden. Zu oft wurde der Waliser von den englischen Fans schon ausgebuht. Seinen WM-Titel gewann er in der Corona-Zeit, in dem keine Zuschauer zugelassen waren. Viele Fans konnte Price mit der Aussage, die WM nach Saudi-Arabien zu verschieben, aber nicht hinter sich bringen. »Bist du mit den Menschenrechten in Saudi-Arabien einverstanden?« schrieb ein Fan. Ein anderer empörte sich: »Einer der idiotischsten Beiträge, die ich je gelesen habe. Menschenrechte in Saudi-Arabien? Kein Problem. Das Hauptproblem ist Steve aus Barnsley, der ein paar zu viele hat.« Wenige Tage später äußerte sich auch Michael van Gerwen zu dem Thema. »Ich denke, es wird großartig sein. Sie wollen den Sport in diesem Land groß machen. Sie haben die großen Boxkämpfe dort gesehen, den Fußball dort. Für mich ist es egal, wo ich spiele, ich werde an Wettkämpfen teilnehmen und so ist es nun einmal.« Es wird interessant zu sehen sein, wie die PDC sich entscheidet. Laut Hearn ist aber auch ein Verbleib im Ally Pally nicht komplett ausgeschlossen. Werde ich in die große Halle gehen?
Ich denke, es gibt eine Menge Arbeit, aber dann hätte ich 6000 Plätze. Und dann bin ich immer noch im Ellipelli. Gemeint ist die etwas größere Halle im Alexandra Palace. Aktuell wird in der etwas kleineren gespielt, die knapp 3000 Plätze fasst. Die Meinung der Fans ist klar. Die WM muss im Ellipelli bleiben und auch Hearn sieht noch immenses Entwicklungspotenzial bei den Saudis. Seien Sie nicht dumm, die sind derzeit noch nicht bereit, eine solche Weltmeisterschaft auszurichten. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Sie werden keinen Alkohol erlauben und das Wesen des Dartsport ist es, dass es eine Party ist, richtig? Es ist beides, Spaß und ein großartiger Sport. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wärt ihr für eine Verlegung in die Wüste oder würde euch die Todesstimmung, die dort herrschen würde, genauso den Spaß am Sport verderben wie mir? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Hier kommt ihr zu einem Video, in dem ich erkläre, was passieren würde, wenn es im Darts eine Champions League geben würde. Vielen Dank fürs Zusehen. Good Darts.